What? Es gibt keine schriftliche Anweisung für die Nachtschicht, aber es liegt ein Buch namens Monsterhandbuch vor, Lil. Doppelgänger Gestaltwander. Sehr selten. Gestaltwander, Schleichangriff, anfällig für physischen Schaden, chaotisch böse, klein bis mittelgroß und menschenähnlich. Wirkt eine Liebste oder ein Liebster verwirrter als sonst, vielleicht wurden sie oder er ja durch einen Doppelgänger ersetzt. Diese monsterhaften Kreaturen besitzen die Fertigkeit, das äußerste Erscheinungsbild eines jeden anzunehmen. Wenn du es mit einem mutmaßlichen Gestaltwander zu tun hast, zeige ihm ein Objekt, das er kennen müsste. Wenn möglich, zeig ihm sein Kind. Zeig ihm Jimmy. Note. Chemische Verbindungen wie das patentierte Wahrheitsspray haben keine Wirkung auf das, was mit Grunde nur Gelklumpen sind. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte das Buch fertig lesen. Achso, ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt... Ich glaube, Wahrheitsserum brauchen wir die Nacht nicht. Wenn ich mich recht erinnere, brauchen wir den Decoder-Ring mindestens einmal. So, lass mal damit starten. Aber wollten wir das Buch nicht noch weiter angucken? Kann ich ja erst, wenn ich jetzt alles ausgewählt habe. Guten Abend, Kind. Ich hab dich noch nie... Achso. Yeah, you know how it goes. Drew the short straw this time. Burning it at both ends, you know. Just gotta keep on trucking through. I hear you. Working the graveyard shift myself. Yeah. You said it. So, jetzt. Waldentitäten. Na? Oh Gott. Selten stampfen und trampeln, Feuerholzfäller, Äxte, schlecht organisierte Zusammenkünfte im Rathaus. Ausrichtung wirklich neutral. Größe erklimmbar. Die Geschichte der ersten Transformation von banalen Baum bis hin zum empfindungsfähigen, beweglichen Wesen ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Diese Kreaturen sind extrem gefährlich, lassen sich in der Regel aber nur motivieren, wenn ihr Revier bedroht wird. Die Rinde der Waldentitäten birgt oft kryptische, magische Runen und prophetische Schriften, die sich dechiffrieren lassen. Kobolde, sehr häufig. Spezialangriffe keine, Schwachstellen, anfällig für physische Verletzungen, Ausrichtung unterschiedlich, Größe klein. Als König Aswin I. und später sein Sohn König Aswin II. In der großen Expansion von Sprawl unternahmen, wirkten Kobolde als Arbeiter und Handwerker am Bau der Stadt mit. In jüngerer Zeit wurden diese Gruppen zahlreichen Verbrechen und Unglückliche zugeschrieben, was dazu führt, dass sie immer selten am öffentlichen Leben teilnehmen. Ob sie nun eine Veranlagung für Verbrechen oder Chaos haben oder nicht, wird im Hohen Rat und in Nicht-Menschenrechtsgruppen heiß diskutiert. Hering, rot. Häufigkeit etwa 50-50. Spezialangriffe Verwirrung stiften, Konflikte verursachen, wo es überhaupt keine geben sollte. Schwachstelle sorgfältige Überlegungen. Ausrichtung chaotisch neutral. Größe kleiner Fisch bis Riese und alles dazwischen. Tödlich vor roten Heringen. Sein Lockruf hat viele Abenteurer dazu gebracht, den falschen Weg einzuschlagen oder auf Gegner zu stoßen, wo gar keine sein sollten. Nutze dein Urteilsvermögen und glaube nicht alles, was du hörst oder siehst. Die Versuchung, einen roten Hering zu glauben, ist groß. Aber sei auf der Hut und behältst du die Oberhand. Meine Fresse. Lykanthropen, alias Werwölfe. Häufigkeit selten. Spezialangriffe bestialische Wutkrallen, Zähne, Schwachstelle Silber, die aufgehende Sonne. Ausrichtung chaotisch böse, Größe nach der Verwandlung gleich verdammt groß. Akademiker sind sich uneins, ob es sich hierbei um ein magisches oder medizinisches Leiden handelt. Die verfluchte oder betroffene Person erleidet einen Angriff oder Biss und verwandelt sich danach beim ersten Vollmond in eine Tötungsmaschine, die halb Mensch, halb Tier ist. In den meisten Fällen ist das Individuum der Verwandlung zum Glück nicht bewusst. Doch in manchen Fällen heißt er schon davon und sucht verzweifelt Asyl, um seine Liebsten vor ihrem finsteren Gefährten zu bewahren. Maulwurfsvolk, gewöhnlich, graben, beißen bei Provokation, Schwachstellen Tageslicht, nicht tödlich. Ausrichtung unterschiedlich, oft wirklich neutral. Größe klein. Vor langer Zeit schuf sich die Untergrundgruppe aus Menschen und Elfen ein Leben unter der Erde. Dieser Evolutionszweig begann sich rasch zu verändern, um sich an eine neue Existenz anzupassen. Sie wurden kleiner und verließen stärker auf das Geruchs- und Gehörsinn als auf ihr schon bald unterentwickeltes Sehvermögen. Zusätzlich nahmen sie ihre Hände und Finger aufgrund des vielen Grams eine klauenartige Form an. Auch wenn sie in einigen entstellt oder so monströs werden, tut dem Maulwurfsvolk bitte nichts zuleide und bitte tritt sie nicht. Immerhin besäße Sprawl ohne ihre Arbeit und das Grabe-Know-how des Maulwurfsvolks heutzutage nicht das größte Kanalisationssystem der Welt. Nekromant, selten. Spezialangriffe, Tote wieder wecken, diverse Zaubersprüche, Schwachstelle, sein Ego. Ausrichtung, ordnungsgemäß böse. Größe, haben allesamt eine Strandfigur. Was? Was hat das mit der Größe zu tun?
Tja. Magiepraktizierende, die gegen ihren Kodex und ihre Eid verstoßen und sich den verbotenen Künsten zugewandt haben. Ihre Tätigkeit ist zwar nicht illegal, dennoch sollten sie am Betreten vom Sprawl gehindert werden. Note, die Magiergilde würde für einen gefallenen Zauberer, der seinen Fehler eingesehen hat, mit Freuden wieder aufnehmen, doch bisher hat keiner freiwillig die dunklen Künste wieder aufgegeben, nachdem er von der ach so süßen Nekromantie gekostet hat. Vampir, gewöhnlich. Spezialangriff, Verwandlung in Fledermaus, Hypnose, Fliegen, dentale Besonderheiten. Schwachstellen, Sonnenlicht UV, Knoblauch, Säcke voller Getreidekörner, Zehen, Holzflecke. Ausrichtung, normalerweise böse, aber du solltest lieber nicht nach außen urteilen. Größe, Menschengröße. In früheren Jahrhunderten rankten sich Mythen und Legenden um Vampire, die sich Schatten verborgen hielten und ihre Gräueltaten verbargen, um sie vor sich anstellenden Gesellschaft zu verstecken. In jüngster Zeit haben Vampire infolge der beeindruckenden von Gothic-Rock-Ikone Flood Extreme angeführten Bewegung für Vampirrechte geoutet und viele von ihnen sind inzwischen produktive Mitglieder der Gesellschaft. What did you say your name was, sir? Heinrich And last name? von Pyre. Von Pyre? Von Pyre. Title? Count. Your name is Count Heinrich von Pyre? Yes. That's a fun name to have. It is? Huh. It is. Why, thank you, little girl. I happen to come from a long line of vampires. I have no doubt in my mind. So, are you, Running late? Yes, I am. So if you wouldn't mind inviting me in, there is an urgent matter I must attend to. Did you say invite you in? Yes, it was an arrangement I had with a guard who normally works this location. An arrangement that, if broken, would be a real pain in the neck, so to speak. Vertrauen oder anzweifeln? Vertrauen. Well, I certainly wouldn't want to get in the way of any pre-existing arrangements. Look into my eyes. I sincerely thank you. Weißt du, der verhält sich so weird, aber eigentlich will er wahrscheinlich nur drin seinen Job machen. Lassen wir ihn durch, weil er ja schon verspätet ist. Ja, wir lassen ihn rein. Oh Mann. Das hab ich ja Would you ganz care to vergessen, dass er enter nicht this brawl? auftaucht. Why, thank you for the lovely invitation. I accept. Thank you, little girl. Until the next time you work the night shift. Hopefully that's never. Have a good time in there. Du hast ihn reingelassen, er ist eindeutig ein Vampir. Mir egal, wie er angeblich seinen Lebensunterhalt verdient. Er ist ein Untoter. Rassistisch. Listen, Aber sein little Name girl, ist auch there isn't much time. You Vampire. must send me to jail immediately. I pray you don't make me explain any further. We haven't the time. This guy doesn't seem interested in small talk. I better get on with the job. Thank you. Bless you, child. The world is a safer place now. I really hope you get the help you need. Du hast das Leiden dieses Mannes erkannt und verstanden. Lykanthropie. Du hast dich schnell und richtig entschieden. Oh my god. No, no, little one. Not a god, just an incredibly handsome mortal. People make that mistake all the time. It is I, Prince Phineas, heir to the throne of Petrarch. Incredibly handsome? Really? 11 out of 10, baby. Barf. Überhaupt nicht eingebildet. Do you have anything to declare? Please say no and just go about your business.
As a matter of fact, I do. Yeah, I was afraid of that. I declare that I am... Drunk? No. Well, actually, hold on. Yes, I am drunk. Sauced. 3 sheets to the wind. Nay, 4 sheets. No sheet. Okay, and I feel like I'm gonna regret asking, but what have you been doing tonight? What do you want me to say? Milkmaids? Or what I've been doing with the milkmaids? And there's the regret. Never mind. Er Are hat you es here mit trying den to win the hand Milchmädchen of Princess getrieben. Desdemona? Well, sure I am, but when the Mages Guild throws a party in your honor, boy, do they know how to show you a good time. And you can't stop a fox from stealing eggs, am I right? Huh? What? What does that even mean? It means everyone always thought the Sprawl was crazy for being aligned with such an uptight group of old bores. They really know how to show a guy a good time. No, I meant the thing about the foxes stealing eggs. Can't stop them, and I'm the fox. Barf, 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 barf. Good night, Prince Phineas. That's me. Ha ha. Yeah, I know. That's why I said it. Now get out of here, you drunk fool. Oh, all right. Good evening, my dear. Mrs. Abernathy, you're out awful late, especially with all these comings and goings about the Sprawl. Oh, my stars! Would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. My dad will sure be glad I've seen at least one familiar face tonight. Your dad? Yeah, you know my dad, Hamish. Oh, yes, Hamish. Your dad, Hamish. Best be getting home to bed. That's funny. I don't think I've ever heard you call him Hamish before. Doch, das ist einmal passiert, wo dann selber schämisch korrigiert hat. Yes, usually I call him your dad. No, usually you call him Shamish. Yes, Shamish. Best be getting home to bed. Something is seriously weird here. Didn't I read somewhere about showing people something familiar? Does this do anything for you? Oh, yes, it is very nice. Thank you. That was one of your award-winning bonds, Mrs. Abernathy. You don't recognize it? Award-winning buns. Don't you recognize it? You're not Mrs. Abernathy at all, are you? Get out of here, you lousy shapeshifter monster! Du hast Mrs. Abernathy ihre eigenen Rosinenbrötchen gezeigt und sie als Gestaltwandlermonster enttarnt. Gut gemacht. Weißt du, was mir das erste Mal passiert ist? Na, du hast die falsche Miss Abernathy reingelassen. Well. If it isn't the little girl who Warte. works the guard shed. I was hoping we'd meet again. I'd love to stay and chat, but I have a rather important meeting to attend. Nee, ich habe nicht die falsche Mrs. Abernathy. Ich habe sie als falsche Mrs. Abernathy erkannt. Ich habe aber das mit dem Bann nicht gemacht. Ich habe sie stattdessen verhaftet. Hm. Dreimal hast du raten, was dann passiert ist. Sie hat alle im Knast. Sie ist aus dem Knast ausgebrochen oder die Stadt abgebrannt oder sowas. Nee. Sie hat sich als Guard, als anderer Wache getarnt, woraufhin ein anderer Wächter ihn rausgelassen hat. Und danach hat er angefangen, in der Stadt als Mrs. Abernathy rumzuspuken. Ich habe ihn glaube ich 2 oder 3 Mal getroffen. Und das war jedes Mal freaky. Das war richtig freaky, das Vieh zu treffen. Sieh mal, achso, das haben die sehen vor.
Ja, das ist ein Nekromant. Und das Buch sagt, wir sollen Nekromanten keinen Eintritt gewähren, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Können wir da noch mal reingucken? Magiepriester gegen Kodex ihren Eid verstoßen, sich den verbotenen Künsten zugewandt haben. Ihre Tätigkeit ist zwar nicht illegal, dennoch sollten sie am besten Betreten von Sprawl gehindert werden. And what exactly is this meeting you're attending? If you must know, I was summoned by Praetor Kargan personally. It is a highly confidential matter that doesn't concern you. As a guard of the kingdom, you don't tell me what does and does not concern me. I tell you what does and does not concern me. A backbone. Interesting. Foolish, but interesting. Da ist der Kargan regiert nicht, der hat hier gar nichts zu sagen. Tschüss. You have no right to deny me, no right to even stand in my view, you pathetic smaggle. What's that? Smaggle. Yes, that is the word we mages Wieso use hast to du ihn describe abgelehnt? worthless, Weil er ein Nekromant ist und das magicless Buch sagt, beings Nekromanten such as kriegen keinen you. You are a Zutritt. prime grade A Außerdem ist er ein Arsch. example of a smaggle. Ja, aber die That's pretty deep. Prätorin hat ihn eingeladen. Und Wahrscheinlich um den Aschekrieger wieder zu erwecken. Alter, und wir haben aber keine Info gekriegt, dass wir ihn reinlassen sollen, oder? Wir haben nur das Nö, Buch, das aber sagt, ich wir sollen ihn nicht hätte ihn- reinlassen. Oh, Es ist eh zu spät. ich hätte zumindest noch ein bisschen mehr versucht, aus ihm rauszukitzeln. No, it is not weak. It cuts to the core. Nah, that's lame. Get out of here. The Praetor will know of your insolence, little one. Du hast den gruseligen Kerl nicht nach Sprawl gelassen. Das verdient mindestens einen Klaps auf die Schulter. Wir hätten mehr machen sollen, da hast du recht. Wir haben nämlich nur 3 Sterne gekriegt. Ich weiß, das Wahrheitsserum funktioniert an ihm nicht. Deswegen hatte ich ja auch keine Wahrheitsserum aufgefüllt. Das funktioniert bei fast gar nichts, was hier nachts kommt. Ich weiß überhaupt nicht, ob es über irgendwas funktioniert, was hier nachts kommt. Ach du Scheiße. Oh my god! Are you some kind of scary tree monster? Yes. Now let me in or I'll thwomp and stomp you. Buch sagt dekodieren. I noticed you have something Genau. carved on your bark, but I can't quite make out what it says. Somebody called it on me when I was a sapling. It was a mistake. Mind if I try to read it? Okay. It reads, to lodge all power in one party and keep it there is to ensure bad government and the sure and gradual deterioration of public morals. Does that mean anything to you? That was the words of person who came towards to write. I remember him, Mark Goblin Twain. He was inspiring to Scary Tree Monster. Talked about how to make change in world. And was it through stomping and thwomping? No, it wasn't. That was Scary Tree Monster's idea. He spoke of change through something called corrupt government systems. Maybe there's a better way to get people out of your woods. Maybe a more official way. Are you saying Scary Tree Monster should run for government office to implement real systemic change? Sure, why not? And what business would you say you have in the sprawl this evening? Too many people come through my woods. Too many strangers stomping on our roots and throwing their garbage on us. Me and my brothers and sisters say no more. That must be really hard on you and the other scary tree monsters. Not all are scary. Ich
glaube, den darfst du am Tor nicht zu lange aufhalten. Nee, ich würde ihn reinlassen. I believe in you, scary tree monster. I think you'll make a fine governor, or Congress tree, or whatever you end up running for. Thank you. Now all I need is a snappy campaign slogan. Kongress A vote for me abgeholzt. is a vote for a Großartig. tree? A little on the nose. Du hast den Lebensweg eines gewalttätigen Ungeheuers hin zu einem Leben in der Politik und im Staatsdienst verändert. Meine Stimme für das schreckliche Baumungeheuer. Vorher hat er nur Leute in Wäldern getötet. Jetzt tötet er Hello. alle. I wish safe Überall. passage through this gate. Ständig. So, das ist der Kollege vom Goblin-Meeting. Ah, Can do. I'm just gonna need you to lift that hood. Gotta see if you're human or elf or gelatinous blob. We've had all types tonight. I'm afraid I can't do that. I assure you, I am human. Now, please allow me safe passage. Nicht sehr überzeugend. Whoa, what's with the neck candy? A little out of place for someone dressed so discreetly. My necklace is none of your concern. So you stole it. I did not steal it. Then it was a gift? Yes, from my mother. I wish I got a gift like that from my mom. Only thing I got from her was this hair. You know, I could keep this in order to get you to tell me more about yourself, but I won't. I greatly appreciate that. Greatly enough to tell me who you are? No, Aw, you're no fun. That emerald looked like the real thing. Maybe I should call one of the higher-ups about it. So, wen rufen wir an? Ich bezweifle, dass Malcolm eine gute Idee wäre. also ich vertraue Ash oder wie sie heißt nicht. A cloaked female entering in the middle of the night? What's the big deal? A silver necklace with a large green gem? That sounds like the one the princess wears. She must know something about Desdemona's absence. Detain her at once and let my guards make her talk. Or you know what? I'll run down and do it myself. I'll be there in 3 minutes. That necklace, it must be stolen. Guards, take her away. Search her for any other fancy jewelry or out-of-place items of significance. you don't know what you're doing. Please, just let me go try at another gate. I don't think so. First our princess gets stolen, then someone's necklace. I have to do what I can to stop this rampant surge of thefts. I am not a thief. Tell it to your cellmates, who Yeah, are also aber- thieves claiming they're not thieves. Das- Guards? Du hast also herausgefunden, dass vermutlich die vermisste Prinzessin war, die zurückkehren wollte. Und du hast sie ins Gefängnis geschickt. Das war denn keine Option, sie aus der Kanone abzufeuern. Aber... Aber hat uns denn nicht Striker gesagt, wir sollen sie verknasten? Ja, aber Striker ist nicht schlau. Wollen wir eine Zeitreise für die nochmal machen? Ja. Sind diese 6 Zeitreisen eigentlich pro I wish Nacht safe oder? passage through this Ich gate. glaube pro Nacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Can do. Aufnahme Playthrough I'm kaum just gonna need benutzt. you to lift that hood. Gotta see if you're human or elf or gelatinous blob. We've I'm a...
Vielleicht sollten wir es mit Reden versuchen. Whoa, what's with the neck? My necklace is none of your concern. So you... Then it... Ja, aber Yes. sie ist ja auch sehr unkooperativ. You know, I greatly... Ja, trotzdem. Sie sagt einfach nur Aw, sehr you're no wenig fun. überzeugend, dass sie kein Dieb ist. That emerald looked like the real thing. Versuchen wir es mit jemandem, der intelligent ist. forwarding you to Miss Sash now. Please hold. Ach ja, das stimmt, die hat ja einen Assistenten. Lil, I've heard something about a necklace. Hello to you, too. Yes, the cloaked woman is rocking some serious neckwear. Silver chain, big green rock. That is the same necklace that the princess wears. Maybe the princess gave it to her as proof so that she could enter safely and relay a message to me. Let her in immediately. And tell Travis he's fired. Why? Oh, I tell him that every night. It's our little game. Ta! I'm still on the call, you know. Er weiß jetzt schon, dass er gefeuert ist. I don't know why, but something tells me I should let you enter. Maybe it's the necklace, maybe it's the nothing else you've told me about yourself, but I've gotta follow my gut on this one. Das heißt, oh mein Gott, wir haben angerufen und haben Thank gesagt you. gekriegt, wir sollen es The durchlassen. choice you made here today will not go unrewarded. Ja, das ist so. What? Make my reward tacos. Okay, sure. Hooray! Die geheimnisvolle Lady hatte anscheinend eine königliche Überraschung in petto. Klug kombiniert Wache und vielleicht warten auch in der Zukunft Tacos. Und einer guten Arbeitsleistung 3,67 sind hier für diese Schicht 30 Gold bezahlt worden. Okay. So, wir können nun nach Hause. It's you! What are you doing here? Are you here to give me tacos? No, I've come to reveal my true identity to you. So, no tacos? Allow me to introduce Dass sie direkt myself. herkommt I'm Desdemona. und sich vorstellt, ist ein bisschen, ich weiß nicht, backwards, da sie ja am Tor sich noch so strikt geweigert hatte, wo es drauf ankam. Princess Desdemona? Nah, I knew it all along. No, you didn't. Why split hairs? But what about the kidnappers? There were no kidnappers. I disguised myself and ran away. I'm sorry for all the commotion I've caused. I had to get away to say goodbye to someone important to me before my wedding. I don't understand. I'm being forced to marry one of the suitors from these two rival kingdoms. Yeah, that's old news. What I don't understand is why you, a princess, are here talking to me about it. Shouldn't there be more official people that could play therapist? Like Stryker? Ash? Oh god. Oh, not Malcolm. I know my father had faith in them. When I'm gone, your advisors will help maintain the balance, blah, blah, blah. They want me out of the way so they can control my father's kingdom. They've never been good at listening to what I want, or how I want to rule this land. Nobody listens to me. Sing it, sister. And now I'm being forced to choose between allying the Sprawl with the kingdom of Petrard or the Marvog Empire. You mean Phineas the Pompous Prince or Kargan the Praetor Terror? And it doesn't even matter if I love them or not. At the end of the day, it's strictly politics. Lucky me. This is the first time in the game I've been okay being 12. Aber
es ist ja eigentlich normal für eine Prinzessin, eine politische Ehe einzugehen. Und aus gutem Grund eigentlich. I just want to make the right choice. Tell me, Lil, what do you think of Prince Phineas? Aber wir sind ja hier in Fantasyland. Was denken wir über Phineas? Er ist Abschaum, er ist toll. Ich habe da meine Zweifel. Abschaum. He's way higher maintenance than you seem to be. Abschaum. And he's an asshole. Enough said. And what about Praetor Kargan? What do you think? Was denken wir über Kargan? Sie ist Abschaum, sie ist toll. Ich habe da meine Zweifel. Sie ist toll. I'd be lying if I Ich find told you sie I toll. wasn't already planning my Halloween costume based on her look. She's strong, honorable. She's a babe. What's not to like? So if you were me, and you had the future well-being of the Sprawl in your hands, who would you choose? Wen würden wir heiraten, Hosti? Phineas oder Kargan? Hagen. Thank you for your honesty. I know my advisors have jerked you around, but I also know you Kargan, don't always do what they say, and natürlich. I like that. You remind me of, well, me. And you remind me of me too. If I was rich and beautiful and influential. Oh, you are influential. You've changed the course of fate more than you know. Don't forget beautiful. I am also beautiful. The sun's coming up. I must go. I shall put my own heart aside and do what's best for the kingdom. Naja, so beautiful ist die Prinzessin nicht. Sie sieht mittelmäßig aus. Würdest du das einer Frau, die dich einfach hinrichten lassen kann, ins Gesicht sagen? Nein, ich hab's ihr auch nicht ins Gesicht gesagt. Ich hab's zu Count Heinrich gesagt. Obwohl zweifellos ein Vampir war Graf Heinrich Vampir, auch eingetragener Chiropraktiker mit Privatpraxis am Rand der rasanten, luxussanierten Gegend von Klein-Ogerstadt. Nachdem er nach Spor gekommen war, ging der Graf in seine Klinik, um für die Nacht zu öffnen. Er hatte eine lange Liste mit Terminen. Das Sumpfding brauchte eine Aktivierungsjustierung, eine Mumie brauchte eine Tiefengewebemassage und ein bisschen Akupunktur mit Reizstrom war genau das Richtige für den steifen Nacken von Frankensteins Monster. Alles sah nach einer ganz normalen Nacht aus, bis ein wütender Mob mit Mistgabel und Fackeln an Graf Vampirs Tür auftauchte. Die Meute war von niemand Geringeren als Mirna Herkin angeführt, die örtlichen Schullehrerin und Leiterin des Verbraucherschutzbüros. Zwar hatte der Graf in seiner Tätigkeit als Arzt schon die ein oder andere Wirbelblockade lösen können, doch es gab auch zudem mehr Beschwerden über Halsbisse und Fälle von Blutarmut. Dem würde sie ein Ende setzen. Vielleicht auch diesen Lichtschein der Fackeln, die sich ihre Augen spiegelten, doch beim ersten Anblick verliebten sich Mirna und der Graf unsterblich ineinander. Vielleicht lag es auch daran, dass er ein mächtiger Vampir ist. Eins von beiden. Der Graf stürzte sich hinab und hob Mirna aus dem wütenden Mob. Er biss sie mindestens 3-mal und ließ sie von ihrem eigenen Blut trinken, damit sie sich in einen Vampir verwandeln konnte. Sie kündigte ihre Stelle im Verbraucherschutzbüro und der Graf hieß seine neue zukünftige Braut in seiner Burg willkommen. Jetzt hatte Heinrich also neben all dem Ärger und dem lästigen Van Helsing, der ihn ständig umzubringen versuchte, auch noch eine Hochzeit zu planen. Der leidende Mann war von der Verwandlungskraft des Mondlichts sicher, und selbst wenn er sich verwandelt hätte, wären all die anderen durch dicke Eisenstäbe sicher für ihn gewesen. Die guten Menschen von Spor waren zuvor von dem Zorn seines Fluchs sicher, doch der Trauernde blieb nicht von den Aggressionen seiner Mitgefangenen verschont. Sie trieben ihn in einer Zelle in der Ecke und stachen mit einer selbst gebastelten Klinge auf ihn ein und ließen ihn liegen, um ihn dort verbluten zu lassen. Zum Glück war die Klinge aus einem Silberlöffel gebastelt worden und heilte ihn auf wundersame Weise von dem Fluch der Bestie, die ihn für so lange Zeit angegriffen hatte. 2 Wochen lang erholte sich der Trauernde auf der Krankenstation des Gefängnisses und wurde dann wieder in die Gesellschaft entlassen. Leider wurde er auf seiner Rückreise nach Scarborough in der Grafschaft Bessarion von einem anderen Werwolf angegriffen und von nun aufs Neue verflucht. Was für ein Pechvogel. Prinz Phineas, der Kronprinz von Padra, Phineas Pomp, stolperte zurück in sein luxuriöses Zimmer im Palast. Er war hungrig und betrunken und entfachte ein Feuer
um einen Kessel mit Eintopf aufzusetzen, bevor er das Bewusstsein verlor und zu Boden sank. Als er am nächsten Morgen aufwachte, konnte er sich nicht erinnern, wer nach Hause gekommen war oder wieso in seinem Zimmer nach verbrannten Stroganoff roch. Aber er erinnerte sich an die wilde Party, die zu seinen Ehren von der Magiergilde veranstaltet worden war, und an die Versprechen, die er gemacht hatte, wenn sie ihn als Gemahlin für die Prinzessin Desdemona auserwählen würden. Diese Mrs. Abernathy war überhaupt keine Abernathy. In Wirklichkeit war sie ein schrecklicher Gestaltwanderer. Die Kreatur rannte in der Nacht davon, nahm eine andere Identität an und verschaffte sich an einem anderen Tor wieder Zugriff zum Spore. Och Mann. Als sie nach Spore gelangt war, verloren wir sie aus den Augen. Da sie die Gestalt eines jeden annehmen kann, war sie schwierig zu folgen und so weiß niemand, wo sie gerade aufhält. Ich dachte, man kann den dann wirklich ich dachte also wirklich, der war eigentlich nur unterwegs, weil ich den versehentlich in den Knast gesteckt habe. Oder in den Knast gesteckt hatte und dachte, der ist weg. Später in der Nacht wurde gemeldet, dass der ungewöhnlich mundfaule Wachmann Cecil versuchte, in die Waffenkammer von Sprawl einzubrechen. Als ihm der Zutritt verwehrt wurde, soll Wachmann Cecil mit hoher Stimme geschrien haben und in die Nacht davongerannt sein. Sei auf der Hut, denn diese Kreatur könnte jeder sein. Die Bewohner des Athanatos konnten sich in der Nacht nicht mit der Prätorin Kragan treffen. Sein Versprechen, die Geheimnisse über Nekromantie mit dem Marwak-Imperium zu teilen, blieb unerfüllt. Wäre er erfolgreich gewesen, wäre die Magiergilde in die Absichten vom Marwak-Imperium offenbart worden. Und wenn diese Allianz gegründet und die Prätorin für Heirat und Prinzessin Desdemona auserwählen wäre, wer weiß, was dann für ruchlose Pläne ans Licht gekommen wäre. Ich hätte ihn reingelassen, wie gesagt. Niedergeschlagen ging Kironius zurück in seine Unterkunft vor den Mauern der Stadt und ersann eine andere Möglichkeit, seine Loyalität gegenüber den Marwakaniern zu beweisen. Er war sich nicht sicher wie, aber er wusste, dass sein nächster Plan hundertprozentig Torwächter Lil sicher sein musste. Schön, dass wir der Erzfeind von ihm jetzt sind. Könnte einfach ein anderes Tor nehmen. Ja. Mal davon abgesehen, wie der Shapeshifter, Alter. Der bekloppte Shapeshifter, der ist ja so strohdoof. Der war schlauer als der. Das sollte dir was zu sagen. Tja. Das schreckliche Baumungeheuer, das nun von einem politischen Amt träumte, stapfte geradewegs zum Büro des städtischen Urkundsbeamten im Rathaus und wartete, bis es öffnete. Am nächsten Tag erhielt es die nötigen Formulare, um für ein politisches Amt zu kandidieren. Leider konnte das schreckliche Baumungeheuer weder lesen noch schreiben. Als es dies in der Empfangsdame des Urkundsbeamten mitteilte, lachte diese laut auf und erzürnte das schreckliche Baumungeheuer damit so sehr, dass es sie platt trampelte. Als der Urkundenbeamte erschien und keine Empfangsdame vorfand, stellte er das schreckliche Baumungeheuer vom Fleck weg als seinen politischen Helfer ein. Die schreckliche Baumungeheuer war nun ein kleines Rädchen in der politischen Maschinerie und würde sich zweifellos hocharbeiten, um irgendwann einmal den Titel eines Beraters inne zu haben. Oder womöglich sogar noch den des Bürgermeisters. Ui. Da haben wir eine Karriere gestartet. Ja, offensichtlich. Als Prinzessin Desdemona ins Schloss zurückkehrte, weigerte sie sich Fragen darüber zu antworten, wo sie gewesen war. Sofort eilte sie ein königlicher Erlass, möglichen aktiven Rettungsmissionen den Geldhahn zuzudrehen und den antiquierten Praxis abzuschaffen, Retter durch protzige Game-Shows auszuerwählen. Das war ja auch nicht besonders von Erfolg gekrönt. Ja. Als sie in dieser Nacht im Bett lag, dachte sie über den Ratschlag der kleinen Wache nach. Sie wusste, dass ihre Entscheidung das Schicksal von Spore sowie einer jeden Seele, die dort zu Hause unwiderruflich verändern würde. Level 6. And although the princess has come home, she is still remaining quiet on where she was during her missing time, but frankly, I do not care. She's got that look at me, I'm back attitude, and it reflects in her style. You know it. She was seen returning to the castle rocking those possibly was kidnapped leggings, all while sporting a I might have just run away and ran out of money hooded cloak. What do you think she's gonna be wearing at the wedding? No idea, but no doubt it will complement her chosen spouse's home kingdom. That's right. Princess Desdemona has finally made her choice, and it's Praetor Kargan of the Marvog Empire. I knew it was going to be them. It was the obvious choice from the get-go. So obviously obvious. Ja, wollen wir an der Stelle eine Pause machen? She made her choice. Her life is filled with intrigue, and I feel like I am now somehow intertwined with her fate's path. Weil ich vor 2 Minuten gesagt habe, es ist um 12.
off to Das go hab ich see nicht what the gang's up mitbekommen. to. Das hat mein Gehirn entschieden nicht wahrzunehmen. Oh, ich dachte auch, das Spiel war ein bisschen kürzer gewesen, aber scheinbar nicht. Die dauern doch länger. Ich meine, wir sind jetzt an Tag 6, das heißt, wir haben pro Tag eine Stunde gebraucht. Naja, ein bisschen weniger als eine Stunde. Ja. Vielleicht eine Dreiviertelstunde, so ungefähr. Pi mal Daumen, Dreiviertelstunde bis 50. Ja, keine Ahnung. Pi mal Daumen. Naja, dann wissen wir ja so ungefähr, für wie lange wir das einplanen müssen. Gut. Dann würde ich sagen, Bis zum nächsten Mal, bla bla bla, bla 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 bla. ja, bis zum nächsten Mal und vermutlich wieder mit dem Spiel oder weiter mit Herr Kü oder bei ihm oder was auch immer. Tschüss. Schlaf gut. Sehen, bis dann, ciao.